Hallo liebe Gamer und willkommen bei der neuen Videoreihe, den Pixel Top 10s. Heute sehen wir uns mal die 10 besten Spiele ab 12 Jahren für die PS4 an. Und es geht gleich los mit der Nummer 10. Rayman Legends ist der Nachfolger von Origins. Es bietet insgesamt 23 spielbare Charaktere, mit denen man alleine oder im Mehrspielermodus das Spiel in der zweidimensionalen Comicwelt erkundet. Es gibt verschiedene Geschicklichkeitspassagen, ihr bekämpft Gegner und Geister, die sich Glühwürmchen nennen, und sammelt diese, um diverse Belohnungen zu kassieren. Als Bonus gibt es für die PlayStation 4 auch den Assassinen Rayman als Charakter. Im Spiel kämpft ihr euch durch 120 Level, von denen einige einfach, aber andere auch mal recht knackig sein können. Zum einen könnt ihr das Hauptspiel alleine bestreiten oder mit einem lokalen Mitspieler zusammen. Zum anderen gibt es aber auch Minispiele wie den Kung Fu und auch einen Online-Modus, bei dem ihr eure Erfolge weltweit messen könnt. FIFA ist wohl einer der bekanntesten und besten Spiele zum Thema Fußball überhaupt. Mit FIFA 19 kam ein weiterer Teil der großen Reihe mit vielen Neuerungen. Darunter sind zum Beispiel der Anstoßmodus und der Hausregelmodus, bei dem man aus besonderen Regeln wählen kann. Der Story-Modus ist natürlich nichts Neues, diesen gibt es aber auch in diesem Teil wieder. Und es gibt auch zahlreiche neue Stadien. Des Weiteren gibt es auch dynamische Taktiken, die vor allem für Anfänger hilfreich sind. Die aber größte Neuerung ist die Lizenz der UEFA Champions League und UEFA Europa League. FIFA wurde jedoch auch stark zum Thema Gameplay kritisiert. Es fehlt leider noch an Realismus. Nichtsdestotrotz ist FIFA 19 ein Spiel mit großem Spaßfaktor und hat sich den Platz 9 redlich verdient. Dragon Ball FighterZ ist ein 2D-Kampfspiel und damit setzt es sich von seinen Vorgängern mit 3D-Kämpfen deutlich ab. Man könnte es fast als eines der besten Kampfspiele auf der PS4 bezeichnen, auch wenn die Online-Funktionalität zu wünschen übrig lässt. Es gibt 21 spielbare Charaktere, mit denen ihr euch im Kampf austoben könnt. Dabei bildet ihr aus 3 Charakteren ein Team, aus dem ihr jeweils eine Figur spielt, die ihr aber jederzeit gegen einen der anderen austauschen könnt. Dragon Ball FighterZ ist ein Prügelspiel, das vor allem optisch der Anime-Vorlage unschlagbar nahe kommt und mit gelungenen Angriffen, Charakterbewegungen und ultimativen Attacken auftrumpft. Leider hapert es etwas an der Story. Als Fan der Serie werdet ihr trotzdem auf eure Kosten kommen. Wer kennt ihn nicht? Den Spieleklassiker aus den 80ern, Tetris. Das grundlegende Spielprinzip: Ihr müsst die von oben kommenden Blöcke, die in 90-Grad-Schritten gedreht werden können, so unterbringen, dass möglichst lückenlose Reihen entstehen. Mit Tetris Effect hat man eine moderne Version des Klassikers mit hohem Suchtpotenzial. Die psychedelische Optik des bekannten Spielprinzips macht Tetris Effect zu einem außergewöhnlichen Puzzleerlebnis. Wer hier noch mehr in die Welt von Blöcken, Klängen und Formen eintauchen möchte, nutzt einfach das PlayStation VR. So taucht ihr in die lebendige Klang- und Bildwelt komplett ab. Leider gibt es keinen Mehrspielermodus. Trotzdem ist das Spiel ein Heidenspaß. Rocket League ist eine raffinierte Kombination aus Fußball und Stockcar, bei dem ihr mit Autos in Teams von 3 gegen 3 einen größeren Ball in das gegnerische Tor befördern müsst. Es gibt Einzelspieler- und Mehrspielermodi, die ihr sowohl lokal als auch online spielen könnt. Das reißerische Spiel fesselt mit schnellen Partien, schnellem Gameplay, benötigt schnelle Reaktionen und auch etwas Taktik. Den größten Spaß machen allerdings die Torschüsse sowie die irren Abwehraktionen. Leider sind einige Online-Extras nur gegen Gebühr zu haben, was hier dann auch etwas ins Geld gehen kann. Fast noch länger mussten Spieler auf dieses Werk warten, dessen Entwicklung 10 Jahre dauerte. Entsprechend viel erwartet man vom Mammutrollenspiel Final Fantasy XV und Hersteller Square Enix liefert auch. In der Rolle von Prinz Noctis bereist ihr die wunderschöne Welt Eos. Und zwar nicht nur zu Fuß oder per Schokobo-Ritt, sondern auch in einem Luxusschlitten. Die besten Kumpels erweisen sich nicht nur als treue Seelen, sondern wachsen einem durchaus ans Herz.
Interessant ist das spätere Spiel, das plötzlich linear und deutlich düsterer wird. Mehr sei aber hier nicht verraten. In der Open World gibt es viel zu tun, denn für die Haupt- und Nebenquests absolviert ihr massig Kämpfe in Echtzeit. In a world of chaos. But now, we are broken. Ganz untypisch für diese Serie ist das Kampfsystem, das sich mehr wie ein Action-Titel anfühlt. Dennoch geht es nicht ohne Magie und der Mithilfe eurer 3 Kameraden und deren Combo-Attacken. Final Fantasy bietet viel für Rollenspieler und Serienfans. Allerdings könnten diese angesichts der beiläufig erzählten Story etwas enttäuscht sein. Mehr Spiel als Geschichte erweitert euch hier. Und natürlich eine wunderschöne wie sonnige Optik. Eine schwierige Entscheidung. Was ist das beste Rennspiel auf PS4? Die Wahl fiel auf Gran Turismo Sport, das nach einem holprigen Start zu einem rundum gelungenen Racer wurde. Einerseits stimmt das Fahrverhalten, das gleichermaßen gut mit Controller und Lenkrad beherrschbar ist. Andererseits bieten vor allem die Online-Rennen faire und spannende Wettbewerbe gegen andere Fahrer. Vor allem, da ihr gegen Online-Piloten mit ähnlichem Können rast. Tägliche Wettrennen und Online-Ligen fesseln langfristig ans Spiel. Obendrein wurde der von Fans geforderte Karrieremodus nachgeschoben. Optisch bewegt sich GT Sport auf höchstem Niveau und lässt andere Rennspiele im Regen stehen. Letzterer kommt übrigens auch bald ins Spiel. Und nicht zuletzt gibt es regelmäßig kostenlose DLCs mit neuen Wagen und Strecken. Life is Strange, was so viel bedeutet wie das Leben ist seltsam, ist ein außergewöhnliches 3D-Adventure. Hier spielt ihr die 18-jährige Maxine Clawfield. Mit ihr kehrt ihr in ihre Heimatstadt Arcadia Bay zurück, um an der Blackwell Academy Fotografie zu studieren und geratet dabei in das spurlose Verschwinden einer Studentin. Als Max auch noch eine Vision hat, in der sie einen Tornado sieht, der die Stadt zerstört und sie merkt, dass sie besondere Fähigkeiten hat, mit denen sie die Zeit zurückdrehen kann, beginnt ein spannendes Abenteuer. Die Spielmechanik, die Interaktion der Charaktere und der Soundtrack von Life is Strange sind fesselnd. Es mangelt aber leider etwas an der Mimik der Charaktere. Das Spiel lebt aber auch von der mitreißenden Story, die ihr nach und nach enthüllt, beziehungsweise durch Entscheidungen die Handlung vorantreiben könnt. Nicht verpassen, der bereits erschienene 2. Teil führt die emotionale Geschichte mit neuen Hauptdarstellern, den Brüdern Sean und Daniel Diaz, weiter. Minecraft ist ohne Frage eines der beliebtesten Spiele des letzten Jahrzehnts. Es ist ein Open-World-Spiel, allerdings ohne ein vorgegebenes Spielziel oder übergreifende Story. Im Grunde genommen ein Klötzchenbaukasten in einer 3D-Welt. Ihr habt hier unendliche Möglichkeiten zu bauen, die Welt zu erkunden, Ressourcen zu sammeln und sogar in kleinen Missionen gegen Monster zu kämpfen. Weiterhin könnt ihr die Blöcke auch zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten. Online könnt ihr mit bis zu 8 Spielern zusammenspielen, was einen großen Reiz des Spiels ausmacht. Auf Platz 1 macht sich ein Open-World-Abenteuer breit, das einer der Vorzeigetitel für die PS4 und besonders für die PS4 Pro ist. Denn die endzeitliche Welt versetzt euch in malerische Bergkulissen und wunderschöne Wüstengebiete. Die Grafik gehört schlicht zum Besten auf der PS4. Mit eurer Jägerin namens Aloy zieht ihr durch die Lande und geht auf die Pirsch. Überall leben tierähnliche Roboterwesen, die euch schnell gefährlich werden können. Für die Jagd solltet ihr besser die richtige Taktik und das richtige Werkzeug parat haben. Legt Fallen aus oder haltet die Biester mittels Seilen fest, um ihnen per Bogen oder Nahkampf den Rest zu geben. Einige Kreaturen sind scheu, andere, wie der T-Rex, ähnliche Donnerkiefer dagegen erfordern ausdauernde Kämpfe.
Für Abwechslung sorgen außerdem Dungeons, in denen ihr die Grafik nochmal so richtig aufdreht und ihr wenig Platz zum Ausweichen habt. Im Laufe der Geschichte erfahrt ihr außerdem, warum es zur Apokalypse gekommen ist. Insgesamt begeistert Horizon Zero Dawn mit seiner Jagdmechanik, einer lebendigen, wenn auch überschaubaren Spielewelt und der glaubhaften Heldin. Und das war die Top 10 der Spiele ab 12 Jahren. Waren eure Favoriten dabei? Schreibt es in die Kommentare. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt gerne ein Gefällt mir und ein Abo dalassen. Dann sieht man sich gerne wieder beim nächsten Video hier auf diesem Kanal.